Was ist eigentlich eine Goldwaschrinne? Was ist da so gut, was ist schlecht? Was brauchen wir nicht unbedingt? Was ist für unser Gebiet gedacht? Oder was ist für anderes Gebiet gedacht? Hallo liebe Goldsuchfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Pionier Daniel, ich bin heute unterwegs mit Serda. Ihr wisst ja, Vergleich macht reich und deshalb schauen wir uns jetzt mal alles im Detail an. Wir fangen mal an mit einer kleinen Waschrinne, einer sogenannten Prospektionsrinne. Ja, was ist eigentlich so eine Prospektionswaschrinne? Was bedeutet das? Also prospektieren bedeutet im Endeffekt, ihr schaut euch eine Stelle genauer an, ob an der Stelle Gold vorhanden ist oder nicht. Das Prospektieren macht man immer zuerst mit der Goldwaschpfanne und erst dann, wenn sich eine gewisse Menge Gold in der Pfanne abgelegt hat, fangen wir an mit einer Goldwaschrinne dort zu gucken, ob es sich lohnt, eine große Rinne aufzustellen. Der große Vorteil an so einer Prospektionsrinne ist, sie ist klein, sie ist handlich und sie passt in den Rucksack rein. Natürlich ist auch die Waschrinne entsprechend leicht. Ich habe jetzt zum Beispiel meine hier mit noch so einem Lederriemen ausgestattet, den ich mir umhängen kann, damit ich mit der Waschrinne schnell von A nach B laufen kann, um die an einem anderen Ort aufzustellen. Diese Waschrinne hier, die habt ihr in anderen Videos von mir auch schon gesehen, könnt ihr hier oben einfach aufmachen, den Einlauftrichter entnehmen und hier vorne den Trichter anschrauben. Im zusammengebauten Zustand schaut die Rinne dann so aus. Ihr könnt hier oben dann, sobald die Mutter ab ist, den Streckmetallrahmen abnehmen und dann kommt ihr hier an das Streckmetallgitter ran. So, das Streckmetallgitter zeige ich euch jetzt mal. So schaut es im Detail aus. Und wichtig dabei beim Einlegen ist immer, dass die Sachen so eingelegt sind, dass dahinter ein Tal ist, ein Wellental, dass die Durchspülung, der sogenannte Vortex, stattfinden kann. So, und jetzt, ne? Da bauen wir das Teil sofort wieder zurück, nicht dass da dann irgendwelche Kleinteile fehlen. Ne? Dann haben wir hier oben den Einfüllbereich. Das ist hier oben im Trichter. Manche Leute möchten gerne im Trichter oben den sogenannten Vorschaugummi oder Prospektionsgummi drin haben. Das ist im Prinzip einfach eine 3 mm Feinriefenmatte, die man hier oben reinklebt. Der Nachteil an dieser Matte ist aber, dass der hier oben den Materialstrom etwas bremst. Ich persönlich möchte das nicht. Ich habe das bei anderen Rinnen drin, bei der Rinne möchte ich es nicht haben. Weil ich in der Gegend, wo ich unterwegs bin, oft auch ganz langsam fließende Gewässer habe. Und da ist es natürlich wichtig, dass man möglichst wenig Bremsung drin hat, denn sonst wird nichts ausgetauscht. Wir haben dann hier vorne den sogenannten Vorschaubereich dran. Das ist hier eine tiefe Feinriefenmatte mit ungefähr 3 mm Riefentiefe. Die ist hier reingeklebt worden. Und dann hier unten der eigentliche Fangbereich ist jetzt in dem Fall bei dieser Matte ein dünner Teppich, den man sehr leicht aufrollen kann in der Rinne und den sehr leicht auswaschen kann. Man kann natürlich diese Einlage hier auch gegen andere Sachen austauschen, zum Beispiel Mining-Moos oder auch Gummieinlagen. Da ist also eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur zu wissen, dass in den Gebieten, in denen man unterwegs ist, das entsprechende Gold in der Fangmatte dann auch hängen bleiben soll. Das ist das Wichtigste dabei. Wir haben jetzt hier in dem Gebiet, wo wir heute sind, relativ starke Strömung und mit einer starken Strömung kann man hier dieses Streckmetall verwenden. Das wird hier einfach so reingelegt, plus den Riffelrahmen, den könnt ihr auch mit reinlegen. Und wenn das drin ist, Mutter drauf machen, die Mutter wird zur Wasserfließrichtung gedreht und so schaut das Ganze dann zusammengebaut aus. Und der obligatorische Riemen, mit dem man sich das Ganze umhängen kann, wenn man durch den Bach läuft.
gut. Der Eimer ist jetzt durch. Ich habe den jetzt hier reingeschaufelt. Und schaut euch einmal an hier oben. Ja, da haben wir schon gut Plättchen drin. Auf der Seite sind es 4 Stück, auf der Seite sind es 2 Stück oder 3. Also wir haben gesehen, da ist auf jeden Fall Gold drin. Und wir haben noch nicht einmal da hinten reingeguckt. Das machen wir jetzt als nächstes. Ui. Macht doch mal Fotos. Hab's gesehen, wie es aufgeschoben ist? Ja, Krass, ne? Wahnsinn. Erste Eimer, 10 Liter. Vor allen Dingen auch hier, jetzt mal ein wenig nass machen, dass wir die kleinen sehen. Den Sternenstaub, ne? Und aufgeschwommen. Alles dabei, von klein bis groß. Das ist die Kunst hier, das zu fangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mindestens. Da ist noch einer, 11, 12. Das macht am Schluss die Menge. Und hier in meinem Rucksack ist dann die Goldwaschrinne mit drin. Ihr seht es, das passt hier wunderbar rein. Das ist eine schöne kleine Rucksackrinne mit einem Trichter und Riffeln und Miningmoos. Die passt hier wunderbar rein. Die Schaufel passt auch damit rein. Alles passt wunderbar in diesen Rucksack rein. Ich kann alles gut verstauen und bin flexibel und mobil. Die großen Waschrinnen übrigens, sowas wie die Keen A52 oder auch die Elvo 3 Waschrinne zum Beispiel mit über 1 Meter Gesamtlänge. Ich glaube 1,20 Meter sind es, wenn mich nicht alles täuscht. Solche Waschrinnen, das sind Produktionsrinnen. Die eignen sich dann nur, wenn man wirklich eine Stelle gefunden hat, wo man wirklich viel Material durchlassen möchte oder vielleicht auch zu zweit ist. Denn alleine ist es wirklich so, da reicht in der Regel eine kleinere Waschrinne aus. Ja, da kann man ja zum Beispiel so eine Keen 51 nehmen oder auch so eine Bavaria-Rinne, die hat sich ja auch bewährt. Ist ja auch eine schöne Waschrinne. Ja, oder auch ihr baut euch was selber. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Im Prinzip reicht euch eine einfache Mauerabdeckung. Das ist so ein Blechkasten, den kann man sich für 15 € auf eBay bestellen. Und darin könnt ihr eure Einlagen reinkleben. Also die Gummimatten oder die Fußmatten zum Beispiel vom Auto gehen da auch wunderbar schon dafür. Kann man zum Beispiel ergänzen, indem man Holzstücke mit einklebt. Viereckige Holzstücke, das sind bereits Hindernisse und Riffel, hinter denen das Material liegen bleibt. So 12 bis 15 mm hoch kann man die einfach in die Waschrinne einkleben. Und damit kann man dann auch schon ganz gute Ergebnisse erzielen. Ist auch nicht teuer, kann man sich ganz einfach selber bauen. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, schreibt mir rein, wie es geklappt hat. Wow.